Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ich sitze wieder draußen im Garten, grünes Shirt, das ist jetzt Zufall, es ist gewaschen und alles, es ist ja auch schon einige Zeit her, dass ich da meine Dreierfolge hatte. Meine Frau liebt es und von daher trage ich halt öfters grün. Aber heute soll es um ein Tabak-Review der etwas besonderen Art gehen und es wird auch nicht unter meinen Pfeifentabaken landen, sondern halt unter Verschiedenes. Vor einiger Zeit hatte ich ein Video gesehen, da hatten Michael Apitz und Jan Theile etwas probiert und auch genau das möchte ich heute auch tun. Und zwar geht es ganz konkret hierum. Ganz recht, ihr habt es genau gesehen. Heute befasse auch ich mich mal mit dem Thema Schichten. Und zwar, nur kurz den Hintergrund erklärt, im Laufe der letzten Jahrzehnte mittlerweile, ich rauche seit 32 Jahren Pfeife, kam es immer wieder mal, dass ich gemerkt habe, so ein bestimmter Tabak hat mir jetzt nicht unbedingt so gut geschmeckt, andere Tabake schmecken mir besser, also bin ich schon hingegangen, habe die Tabake damals dann einfach 1:1 gemischt, um einen insgesamt besseren Tabak zu bekommen. Nun hat aber Michael Apitz mal gemeint, dass dies nicht immer die beste Idee sei, sondern dass es eben durchaus lohnenswert ist, gerade wenn man Tabake hat, die jeweils dominant sind, dass man einem Tabak die Dominanz nimmt und die Dominanz des anderen dafür verstärkt. Nun bin ich dahergegangen, ihr habt es ja gerade gesehen, und habe zwei dominante Tabake gemischt. Und zwar von DTM Dawn Tobacco, dem Bibo, Biker und Bolzer. Bekannt halt eben für seine sehr, sehr starke Aromatisierung mit Zitrusfrüchten. Ganz vorne dran natürlich Orange und Zitrone. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ich mag ihn. Ich habe ihn auch schon 1:1 gemischt, auch auf Anraten von Michael damals, und hat auch sehr gut geschmeckt. Doch diesmal wage ich was anderes. In die Pfeife, ihr werdet sie gleich sehen, habe ich 1/3 Bibo gegeben, unten rein. Und obendrauf 2/3 des Throgmorton. Hier ist der Bibo und hier ist der Throgmorton. Bibo, Hocharomat, Zitrusfrucht. Throgmorton, viele werden ihn kennen. Es ist ja leider nicht mehr möglich, ihn zu kaufen, aber es ist halt eine typisch amerikanische Latakia-Mischung. Die beiden rauche ich jetzt. 1/3, 2/3 Throgmorton obendrauf. Und bin einfach mal gespannt, wie das Endergebnis sein wird. Ich zeige euch jetzt erst mal kurz die Impressionen, Tabak in der Pfeife, und gleich danach gehen wir ins Eingemachte. Also bis gleich. Eben konntet ihr es sehen, der Tabak ist eingebracht. Ausgewählt hatte ich hierfür jetzt eine Pfeife von Faun. Hier ist das gute Stück. Meerschaum Lind. Einfach um sicherzustellen, dass ich wirklich den puren Pfeifengenuss bekomme von 1/3 Bibo in Verbindung mit 2/3 Throgmorton. Throgmorton ist oben drauf. Hier ist die kleine Pfeife nochmal. Das ist ein älteres Faun-Modell. Und dann schauen wir doch jetzt einfach mal, wie das Ganze schmeckt. Das Faszinierende ist ja, wenn man die Pfeife gestopft im Mund hat und es brennt noch nicht, da hat man trotz allem schon sofort das intensive Aroma des Bibos. Der Rauchgenuss jetzt gleich zu Beginn.
Hier merkt man momentan wirklich noch die Kraft des Latakias. Dieses sahnige, dieses bekannte sahnige Aroma, das der Latakia eben hergibt. Nicht wundern, mal sage ich Latakia, mal sage ich Latakia. Meine Frau ist Aramäerin, wir haben viele syrische Freunde und die Stadt in Syrien heißt nun mal Latakia. Deswegen, ich versuche mich so ein bisschen umzugewöhnen, aber nach fast 30 Jahren Latakia sagens fällt mir das nicht sonderlich leicht. So, der Frosch zeigt dem Biber momentan, wo er die Locken hängen hat. Es riecht nach Latakia, es schmeckt nach Latakia. Doch was ich sagen kann, es sind ja 2/3 Frogmorten, ganz hinten hat man so einen Hauch Frische, den der Frogmorten und der Bayou normalerweise nicht hat. Er ist nach wie vor in gewohnter Weise cremig, mit einer leichten Würze und dieser ganz subtilen Süße, die er mit sich führt, aber wirklich subtil. Also diejenigen, die ihn kennen, die werden wissen, was ich meine. Frogmorten oder Bayou bringt ja nicht diese typische Virginia-Süße mit, die ich normalerweise so liebe, sondern es ist halt eben ein Tabak mit einem großen oder mit einem kräftigen Anteil von Latakia, der halt auch wirklich sehr dominant ist. Und jetzt so langsam kommt so ein bisschen das Aroma vom Bibo mit raus. Es ist also nach wie vor dieses sahnige Aroma vom Latakia. Nach wie vor auch die würzigen Anklänge vom Frogmorten oder Bayou. Und es kommt so ein leichter, frischer Hauch vorbei. Man muss sich das vorstellen, man steht am Meer, die Sonne knallt und auf einmal kommt da so eine leichte, kühle Brise. Angenehm. Definitiv mal was anderes. Auch beim Abgang durch die Nase. Man merkt jetzt auf einmal so eine leichte Veränderung. Dieses rein sahnige Aroma mit diesem Hauch von Würze ist noch da, ist immer noch präsent, aber es schleicht sich so was Frisches rein. Also anders kann ich es momentan noch nicht definieren. Was viel verblüffender ist, das ist die Raumnote, der Duft des Rauchs. Die meisten von euch wissen ja, wie Latakia Blends riechen. Die einen beschreiben es ja so wie vergammelte, verschmutzte Putzlappen, andere sagen verbrannte alte Autoreifen. Doch der Duft jetzt ist völlig anders. Man riecht immer noch Latakia, selbstverständlich, doch nicht mehr ganz so präsent wie sonst. Also im Duft ist der Bibo definitiv schon zu verspüren. Geschmacklich, wie gesagt, ganz dezent im Hintergrund, wie so eine Art frische Brise.
Geschmacklich kommt er langsam in Fahrt, aber wirklich nur langsam. Man merkt halt wirklich 1/3 Bibo unten, 2/3 Latakia oben. Das heißt, glimmen tut immer noch nur der Latakia. Michael, definitiv kann ich sagen, die Idee, die du hattest, mit dem Schichten statt dem Mischen, diese Idee, die hat was. Pfeife rauchen kann verdammt spannend und interessant sein, wenn man, da hast du völlig recht, einfach ein wenig experimentiert. Jetzt wird es dominanter. Jetzt habe ich immer noch dieses sahnige Aroma vom Latakia und da kommen jetzt deutlich spürbare, fruchtige Anklänge durch. Wie soll ich das beschreiben? Man hat das Gefühl, ein Sahnebonbon zu lutschen mit einem Hauch von Frucht. Ein überraschendes Ergebnis. Das ich jetzt in dieser Form nicht unbedingt so erwartet hätte. Ich bin echt überrascht. Aber am Abgang durch die Nase merkt man jetzt diese fruchtigen Noten, die eindeutig vom Bibo herstammen, weil anders kann man es ja nicht erklären. Aber dieses Aroma ist nicht so intensiv wie den Bibo pur zu rauchen. Ich rauche ihn pur. Ich habe dafür extra meine Aldo Morelli Sera abgestellt. Und dieses Geschmackserlebnis hier, 1/3 Bibo, 2/3 Frogmorton und so Bayou, ist hammermäßig. Um möglichst schnell an das Aroma des unteren Drittels zu kommen, ihr merkt es ja, ich ziehe deutlich stärker an der Pfeife, als ich normalerweise tun würde. Eine Pfeife von dem Füllvolumen hier, es ist so ein mittleres Füllvolumen, etwa nicht ganz, rauche ich normalerweise in 50, 60 Minuten. Naja, sagen wir mal 45 bis 60 Minuten runter. Ich eile mich jetzt wirklich, damit ich hier die Eindrücke mitkriegen kann. Die Pfeife wird deswegen auch warm. Nur ich habe halt eben keine Lust, hier in irgendeiner Form ein Video zu machen mit einer Laufdauer von über einer halben Stunde. Das wollt ihr nicht sehen, weil bis es wirklich zu den knackigen Punkten kommt, das wird sich ziehen. Ich möchte auch jetzt nicht hingehen, das Video an zig Stellen schneiden müssen, weil ihr kennt mich, ich habe normalerweise ein durchgehendes Video inklusive Patzern, weil ich einfach sage, der Mensch ist nicht komplett perfekt. Auch ich mache Fehler, habt ihr bei dem einen Video auch gesehen. Jetzt kommt die Frucht durch. Ihr merkt es ja auch an der Zeit. Ich rauche inzwischen seit 10 Minuten, nee, seit 12 Minuten rauche ich jetzt die Pfeife. Ich rauche sie mehr als doppelt so schnell als normalerweise. Also jetzt kommt wirklich so langsam der Moment, wo die Glut die Bibo erreicht. Und diese Fruchtnote vom Bibo, die wirklich sehr dominant normalerweise ist jetzt aber merklich abgeschwächt.
auffällig ist, dieses Fruchtaroma, das sich sonst im kompletten Mund breit gemacht hat, verspüre ich diesmal nur im vorderen Teil und so an den vorderen Seiten der Zunge. Und das Ganze erinnert geschmacklich sehr an eine Art fruchtiges Sahnebonbon. Anders kann man es kaum beschreiben. Es ist nicht diese Fruchtbombe, wo so manch einer sagt, er hat das Gefühl, er lutscht an irgendwelchen Brausetabletten, sondern es ist wirklich sahnig, nach wie vor sahnig, cremiges Aroma vom Latakia. Und das jetzt mit einem spürbaren, fruchtigen Aroma, in dem Fall ganz klar vom Bibo. Ja, also ich kann wirklich nur bestätigen, probiert es aus, wagt es einfach, seid wagemutig, geht hin, experimentiert ein wenig. Überlegt einfach, welche Tabake sind bei euch vom Aroma her sehr dominant. Latakia Blends sind es meistens. Man weiß ja, wenn man einmal Latakia in der Pfeife geraucht hat, dann schmeckt die noch mehrere Pfeifen lang nach Latakia. Der Ghost ist lange enthalten. Gleiches gilt für den Bibo. Und von daher zwei Extreme. Ein Extrem zu einem Drittel stopfen, zwei Extreme oben drauf geben. Jetzt habe ich ein Drittel Bibo unten, zwei Drittel Frogmorton und Bayou oben drauf. Irgendwann bei nächster sich bietenden Gelegenheit werde ich das mal umgekehrt versuchen. Ein Drittel Frogmorton unten, zwei Drittel Bibo. Und auch die Raumnote hat sich jetzt deutlich verändert. Ich sagte ja, dieser Latakia-Geruch, der typische, der ist weg. Und was ich jetzt rieche, das sind fruchtige Noten. Ja, ganz deutliche fruchtige Noten. Kein Latakia. Und das überrascht mich richtig. Probiert einfach mal den Tabak zu rauchen. Wenn ihr Lust auf Latakia habt, aber nicht unbedingt Lust habt, das Umfeld zu belästigen, die Leute zu verscheuchen. Sobald der Bibo-Tabak erwischt wird von der Glut, schwankt es. Dann schlägt das Aroma völlig um. Wird ja auch vom Geruch her sahnig, cremig, fruchtig, wie ein Fruchtbonbon, Sahnefruchtbonbon. Deswegen, Michael, nochmals ganz, ganz lieben Dank an dich. Der Tipp ist wirklich Gold wert. Jan, auch dir natürlich herzlichen Dank, weil du hattest ja damals das Video dazu gemacht, als Michael Apitz eben diese Idee auf sich gegeben hatte. Ihr habt es ja damals dann probiert. Ihr habt ja zu dritt, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, die Pfeifen gestopft, jeder eben ein bisschen anders. Und habt ja eure Erfahrungen damit dann geteilt. Und ich kann echt nur sagen, Leute, probiert es aus. Ihr kennt es ja jetzt von mir. Das war's von mir soweit für heute. Die Kommentarfunktion ist da. Lasst mich doch bitte einfach mal wissen, habt ihr selbst schon mal geschichtet und einfach mal ausprobiert, wie es ist, den Tabak nicht zu mischen, sondern in Schichten in der Pfeife einzubringen, ein Drittel, zwei Drittel. Welche Tabak habt ihr benutzt? Wie waren eure Erfahrungen dabei? Also ich weiß mit Sicherheit, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich Tabak schichte. Es ist eine ganz tolle Sache, denn Michael Apitz hat ja erklärt, wenn man Tabak mischt, dann bringt es nicht viel, den Tabak zu mischen und direkt zu rauchen. Wenn, müsste man den Tabak mischen, in eine Dose am besten hineindrücken, verschließen und dann wenigstens ein paar Wochen ziehen lassen, damit sich die Aromen miteinander verbinden können. Beim Schichten hat man ja ein ganz anderes Ergebnis
weil man auch ein ganz anderes Ziel verfolgt. Beim Schichten geht es ja eben nicht darum, den gleichen Tabak von vorn bis hinten durchzurauchen, sondern durch das Einbringen der verschiedenen Schichten einen Wechsel des Aromas zu erzielen. Von einem Tabak zum Übergang und vom Übergang zum nächsten Tabak, um dann herauszuschmecken, wie sich das Ganze verändert. Und was mir halt ganz besonders toll gefällt, das gefällt mir richtig gut, das ist eben halt, dass der Latakia sich dermaßen auf den Bibo auswirkt, dass aus der reinen Fruchtbombe, die ja schon sehr erfrischend ist, ein richtig, inzwischen doch deutlich stärkeres Sahne-Fruchtbonbon wird. Und auch bei dem Ausblasen durch die Nase. Ist nämlich jetzt der Bibo richtig deutlich prägnant. Man kann ihn richtig herausspüren. Man schmeckt ihn heraus. Aber halt eben mit dieser Cremigkeit, die er vorher einfach nicht hatte. Wahnsinn. Von daher, ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Bin auf eure Kommentare gespannt, auf euer Feedback gespannt. Ich wünsche euch in gewohnter Weise viel Spaß noch mit eurem Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gewogen. Wem das Video gefallen hat, sehr gerne Daumen hoch, wie immer, freut sich jeder drüber. Das Video auch gerne mal teilen, insbesondere natürlich im Hinblick dessen, was ja Michael Apitz empfohlen hat, was ich jetzt hier auch probiert habe. Und lasst mich bitte unbedingt wissen, wie eure Erfahrungen sind. Lasst uns hier ein bisschen austauschen und vielleicht auf die Art und Weise doch noch ein bisschen Schwung hier reinbringen. All die einen sagen ja bereits, jetzt noch Videos zu machen, es ist alles gesagt. Nein, es ist noch lang nicht alles gesagt. Schichten. Wir haben so viele Kombinationsmöglichkeiten von dominanten Tabaken, die man schichten könnte, dass wir haben jetzt ein völlig anderes Betätigungsfeld. Von daher experimentiert. Lasst uns unsere Erfahrungen austauschen und mal gucken, was wir hier zusammentragen und wie sich das bei dem Einzelnen jeweils verhält. Von daher, bis demnächst auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und ciao!